Wenn du gerade das Gefühl hast, dass unter deinen Füßen alles wankt, wenn du spürst, dass nichts mehr sicher ist, nicht dein Alltag, nicht deine Beziehungen, nicht mal dein eigener innerer Zustand, dann bist du hier genau richtig. Vielleicht hast du das Gefühl, dass alles zerbricht und du versuchst, dich an den Bruchstücken festzuhalten, einfach nur, um nicht zu fallen. Aber was, wenn das, was gerade zerbricht, gar nicht dein Leben ist, sondern nur die Vorstellung davon, wie es hätte sein sollen? Was, wenn dieser Sturm nicht dein Untergang ist, sondern dein Neubeginn? Nicht das Ende, sondern genau der Moment, in dem du endlich aufhörst, dich klein zu machen für ein Leben, das dir längst zu eng geworden ist. In diesem Video gehen wir gemeinsam dahin, wo es weh tut, und wir finden heraus, wie du genau dort beginnen kannst, Vertrauen und Halt in dir wiederzufinden, auch wenn außen alles wankt. Warum ist Unsicherheit so schmerzhaft? Unser Gehirn ist wie ein Sicherheitsfanatiker. Es liebt Routinen, Vorhersehbarkeit, Kontrolle. Es will Pläne, To-Do-Listen, klare Linien. Doch das Leben ist nicht planbar. Manchmal reißt es dir den Boden weg, ohne Vorwarnung. Nicht, weil du etwas falsch gemacht hast, sondern weil das Leben in seiner rohen, unberechenbaren Kraft manchmal Dinge mit sich bringt, auf die du dich gar nicht vorbereiten kannst. Manchmal sind es Veränderungen, die sich lange angekündigt haben. Manchmal ist es ein Verlust, der dich wie ein Blitz trifft. Und manchmal ein Moment, der alles teilt, in ein Davor und ein Danach. Was solche Zeiten so schwer macht, ist nicht nur das, was geschehen ist, sondern das, was es in dir auslöst. Die Leere, die Angst, die völlige Orientierungslosigkeit. Die Frage, wie soll ich das je bewältigen? Wann wird es leichter? Und was, wenn es nie wieder gut wird? Diese Gedanken setzen dein System in Daueralarm. Und dieser innere Stress führt oft zu zwei Reaktionen. Die eine ist Überkontrolle. Du willst alles gleichzeitig regeln, optimieren, retten. Oder Erschöpfung. Du ziehst dich zurück, willst einfach nur schlafen, vergessen, weg. Doch was, wenn beides nicht nötig ist? Was, wenn du gerade nicht kaputt gehst, sondern dich neu zusammensetzt? Nicht auf Knopfdruck, nicht in einem perfekten Plan, sondern langsam, in deinem Tempo, still, Schritt für Schritt. Oft ist es gar nicht nur die äußere Veränderung, die uns den Boden nimmt, sondern auch der Verlust des Bildes, das wir von uns selbst hatten. Vielleicht warst du immer die, die stark war, die für andere da war, die funktioniert hat, egal was kam. Und plötzlich kannst du nicht mehr. Du bist müde, leer, fragil. Und dieses Bild, das du so lange aufrechterhalten hast, beginnt zu bröckeln. Doch nicht nur das. Manchmal zerbricht auch das innere Bild deines Lebens. Das, was du dir erträumt hast, wie es hätte laufen sollen, wo du heute sein wolltest, mit wem, wie du dich fühlen wolltest und was du erreicht haben wolltest. Und nun ist da nur noch ein Scherbenhaufen, eine tiefe, brennende Leere. Die Frage, was bleibt, wenn nichts mehr ist, wie es sein sollte? Das ist einer der schmerzhaftesten Punkte, die ein Mensch erleben kann. Denn du verlierst nicht nur Kontrolle, du verlierst die Geschichte, an die du geglaubt hast, die Zukunft, von der du dachtest, sie würde dich tragen.
Und mittendrin du, ohne Rolle, ohne Plan, ohne Maske. Und so unerträglich es sich vielleicht gerade anfühlt, genau an diesem Nullpunkt liegt auch eine stille Einladung. Nicht zur schnellen Lösung, nicht zur sofortigen Heilung, sondern zu einer ehrlichen, vielleicht zum ersten Mal ganz stillen Begegnung mit dir selbst. Wenn du nicht mehr jemand sein musst, wenn niemand zuschaut, wenn du dich allein fühlst in deiner eigenen Seele und dich trotzdem fragst, bin ich noch wertvoll? Bin ich noch richtig, wenn ich nichts mehr leisten kann? Das ist der Moment, in dem du dich neu kennenlernen darfst. Nicht als Rolle, nicht als Idealbild, sondern als Mensch, als fühlendes, verletzliches, lebendiges Wesen, das gerade in der Unsicherheit eine tiefere Wahrheit entdecken kann. Dein Wert hängt nicht daran, wie viel du gibst, sondern daran, dass du überhaupt da bist. Wenn alles im Außen wankt, suchen wir Halt, wie nach einem festen Geländer in einem Sturm. Etwas, das uns sagt, hier bist du sicher, hier kannst du dich anlehnen. Viele erwarten, dass dieser Halt von außen kommt, durch eine Lösung, einen Plan, einen Menschen, der alles richtet. Aber der tiefste Halt entsteht nicht durch eine Antwort, sondern durch eine Verbindung. Und zwar die Verbindung zu dir selbst. Nicht, weil du alles im Griff hast, sondern weil du bei dir bleibst, selbst wenn alles andere ins Wanken gerät. Innere Stabilität fühlt sich nicht immer stark an. Manchmal fühlt sie sich einfach nur ehrlich an. Ehrlich mit dir, mit deinen Grenzen, mit deinem Tempo. Und genau daraus entsteht etwas Unzerstörbares. Hier sind die 3 Säulen, auf denen du diesen inneren Halt Stück für Stück aufbauen kannst. Die erste Säule: radikale Selbstehrlichkeit. Du musst nicht positiv denken, wenn dir nach Weinen ist. Du musst dich nicht zusammenreißen, wenn du innerlich am Zerbrechen bist. Radikale Ehrlichkeit bedeutet, aufhören, dir selbst etwas vorzumachen. Es bedeutet, dich selbst nicht mehr zu übergehen, nicht mehr schön zu reden, was weh tut, nicht mehr so zu tun, als wäre alles okay, nur weil andere es von dir erwarten. Stattdessen sag dir, laut oder still, wie du willst, ich weiß gerade nicht weiter. Ich habe Angst, ich fühle mich überfordert. Und spür dabei, wie allein dieser ehrliche Satz ein bisschen Entspannung bringt. Nicht, weil die Situation sich sofort verändert, sondern weil du aufhörst, dich zu verleugnen. Diese Ehrlichkeit ist wie ein inneres Geländer, an dem du dich festhalten kannst, weil du dich selbst darin findest. Die zweite Säule: sanfte Präsenz. In schwierigen Zeiten schalten viele in den Funktionsmodus. Reiß dich zusammen, mach weiter, sei stark. Doch was du dann am meisten brauchst, ist kein neuer Plan, sondern ein Moment der echten Zuwendung zu dir selbst. Sanfte Präsenz bedeutet, bei dir bleiben, auch wenn du nichts leistest. Setz dich morgens ans Fenster, atme. Stell dir nicht die Frage, was muss ich tun, sondern was brauche ich heute, um Mensch zu sein, nicht Maschine? Vielleicht ist es Wärme, vielleicht ein gutes Frühstück, vielleicht einfach Ruhe. Diese kleinen, stillen Momente sind keine Nebensache. Sie sind dein inneres Zuhause. Und je öfter du dahin zurückkehrst,
desto mehr entsteht das Gefühl, ich bin für mich da. Ich kümmere mich um mich. Ich verlasse mich nicht. Die dritte Säule: ein neuer Umgang mit Angst. Angst gehört dazu, gerade dann, wenn wir Neuland betreten oder Altes verlieren. Aber sie muss nicht dein Steuermann sein. Stell dir deine Angst vor wie ein nervöses Tier. Sie will dich schützen, aber sie kennt nur eine Sprache: Alarm. Wenn du sie ignorierst, wird sie lauter. Wenn du sie bekämpfst, wird sie aggressiv. Doch wenn du sie anerkennst, wenn du ihr sagst, ich sehe dich und ich gehe trotzdem weiter, dann verändert sich etwas. Du musst die Angst nicht überwinden. Du musst nur lernen, mit ihr zu leben, ohne dass sie dich lähmt. Erlaube ihr da zu sein, aber nimm ihr die Macht, dein Leben zu diktieren. Du bestimmst die Richtung, auch wenn du zitterst, auch wenn du unsicher bist. Denn Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt, trotzdem einen Schritt zu gehen. Es gibt einen großen Irrtum, der viele Menschen quält. Den Glauben, das Leben müsse irgendwann sicher werden, dass man nur genug erreichen, genug planen, genug verstehen muss, und dann wird alles stabil, alles vorhersehbar, alles gut. Doch das Leben ist von Natur aus unberechenbar. Es wird dich immer wieder überraschen, herausfordern, überfordern. Nicht, weil du etwas falsch machst, sondern weil Lebendigkeit bedeutet Bewegung, Wandel, Unsicherheit. Es wird immer Dinge geben, die du nicht kontrollieren kannst. Die Frage ist nicht, wie vermeide ich das, sondern wem kann ich vertrauen, wenn nichts mehr sicher ist? Und hier kommt die wichtigste Antwort: dir selbst. Nicht, weil du alles weißt, nicht, weil du alles schaffst, sondern weil du lernst, bei dir zu bleiben, auch dann, wenn du schwankst. Selbstvertrauen bedeutet nicht, dass du immer mutig bist. Es heißt nicht, dass du nie zweifelst. Es heißt, ich weiß, dass ich mich nicht im Stich lasse, auch wenn ich Angst habe, auch wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Es ist wie ein inneres Geländer, das du selbst baust, aus kleinen Taten, aus bewussten Entscheidungen, aus Momenten, in denen du spürst, ich sehe mich, ich stehe zu mir. Selbstvertrauen wächst nicht in deinem Kopf, sondern in deinen Handlungen. Wenn du dir ein Nein erlaubst, obwohl es anderen nicht gefällt. Wenn du dir ein Ja erlaubst, das niemand versteht. Wenn du einen Schritt gehst, auch wenn deine Knie weich sind. Und vielleicht steht da gerade ein riesiger Berg vor dir. Eine Aufgabe, eine Veränderung, eine Lehre. Und du weißt nicht, wie du das schaffen sollst. Dann versuch nicht, ihn heute zu besteigen. Geh nur den ersten Schritt und dann sag dir, ich bin noch da und ich fange an. Denn jedes Mal, wenn du dich selbst nicht verlässt, wächst in dir ein Stück Vertrauen. Und mit jedem kleinen Schritt sagst du dir, ich kann mir selbst glauben. Ich halte mich selbst. Wenn du am Boden bist, emotional, körperlich oder seelisch, dann wirkt alles, was vor dir liegt, wie ein unüberwindbarer Berg. Alle Aufgaben, alle Entscheidungen, sogar der nächste Tag. Und genau deshalb ist es so wichtig,
dir nicht den Gipfel als Ziel zu setzen, sondern den ersten kleinen Schritt. Nur den. In meinem Video Raus aus dem Tief, so überstehst du schwere Zeiten, zeige ich dir genau solche kleinen Schritte. Nicht, weil sie spektakulär wären, sondern weil sie das Fundament für alles Weitere bilden. Denn diese Minischritte sind in Wahrheit riesig. Warum? Weil sie dir ein neues Signal senden. Ich kümmere mich. Ich nehme mich ernst. Ich bin auf meiner Seite. Mach dir einen Tee. Kuschle dich in eine warme Decke. Zünd eine Kerze an. Öffne das Fenster. Atme einmal tief durch. Es sind keine Lösungen. Es sind Zuwendungen. Und manchmal ist es alles, was du brauchst, um überhaupt wieder zu atmen. Jeder noch so kleine Akt der Fürsorge für dich selbst ist wie eine stille Nachricht an dein Inneres. Ich bin hier. Ich sehe dich. Ich verlasse dich nicht. Und wenn irgendwann wieder etwas Kraft zurückkommt, wenn ein bisschen mehr Raum in dir entsteht, dann kannst du wieder in Richtungen denken, in Zielen, in Wegen. Aber geh es sanft an. Du darfst träumen, auch groß. Du darfst dir erlauben, dir ein Leben vorzustellen, das dich wirklich erfüllt. Doch fang nicht mit dem Gipfel an, sondern mit dem ersten kleinen Schritt in diese Richtung. Denn wenn du direkt auf den ganzen Berg schaust, lähmt dich die Höhe. Zerleg dein Ziel in winzige Etappen, in kleinste, machbare Handlungen. Und wenn du noch gar nicht weißt, wie du dorthin kommen sollst, dann frag dich, was könnte mich heute ein kleines Stück näher bringen? Vielleicht ist es ein Gespräch mit jemandem, der Erfahrung hat. Vielleicht ist es eine Information, ein Buch, ein Podcast. Vielleicht ist es auch nur, dich heute nicht mehr zu verurteilen und stattdessen neugierig auf dich zu schauen. Ziele müssen nicht perfekt durchgeplant sein. Sie müssen nur fühlbar sein. Und dein einziger Auftrag ist, dich immer wieder neu darauf auszurichten und dann zu fragen, was ist heute mein kleiner, klarer Schritt? Vielleicht wartest du gerade auf einen Moment, in dem endlich wieder alles Sinn ergibt, in dem du dich wieder stark fühlst, klar, voller Energie. Aber vielleicht ist dieser Moment nicht das Ziel, sondern das Ergebnis vieler kleiner, ehrlicher Schritte zurück zu dir. Du musst nicht wissen, wie es weitergeht. Du musst dich nur immer wieder entscheiden, nicht von dir zu weichen. Auch wenn es dunkel ist, auch wenn es mühsam ist. Denn du trägst schon jetzt etwas in dir, das größer ist als die Angst. Deine Fähigkeit, dich selbst zu halten. Du bist nicht gescheitert, weil du gerade schwankst. Du bist unterwegs. Und das allein zählt. Wenn dich dieses Video berührt hat, dann freue ich mich über dein Like. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.